Typ der Geschichte: Fanfiction, One-Shot, Fandom, One Piece, FSK-Rating 16, Genre Romance, Pairing Sanji x Law. Namis Vermutung. Die Thousand Sunny ankerte noch nach einer Woche vor der Küste Punk Hazard, als der Mond am wolkenbehangenen Himmel aufblitzte und tausende Schneeflocken begannen auf den bereits weißen Boden zu rieseln. Während Smoker und die Marine bereits wieder weitergezogen waren, feierten die Strohhutpiraten noch immer ihren Sieg über Caesar Crown und die Bildung der neuen Allianz mit niemand Geringerem als dem Rookie Trafalgar Law. Dieser saß, weiter abgelegen von dem entfachten Lagerfeuer, in seinen Mantel gekuschelt und nippte ab und an seinem Krug Sake. Ruffy baute gemeinsam mit Lysop und Chopper jeweils einen Schneemann, um herauszufinden, welcher von ihnen besser bauen konnte. Zorro lehnte gegen einen Stamm am Lagerfeuer und trank seinen Sake, und Nami und Robin wurden von Sanji verpflegt, während auch der Rest mehr mit sich selbst beschäftigt war. Ruhig musterte Law den Blonden aus der Ferne, wie er wie ein treudover Köter zwischen den beiden Frauen hin und her tänzelte und ihnen alles von den Lippen las. Es störte ihn. Schon bei ihrer ersten Begegnung hatte Law gedacht, dass Sanji ihm, würde er sich genauso schminken, ähnlich sehen würde. Wie konnte man sich so weit erniedrigen und einer Person hinterherlaufen, wenn sie deutlich immer wieder gezeigt hat, dass sie keinerlei Interesse an ihm hat? Gerade schenkte er Robin erneut ein Getränk ein. Namis Aufmerksamkeit legte sich auf den Schwarzhaarigen und sie folgte seinem durchgehenden Blick zu dem Koch. Immer wieder sah sie zwischen den beiden hin und her, ohne zu wissen, was sie davon halten sollte. Dann stahl sich ein leichtes Lächeln auf ihre Lippen. Sie wusste noch nicht, ob es stimmte, was sie vermutete, doch zu ihrer eigenen Belustigung wollte sie es zumindest einmal probiert und gesehen haben. Law unterbrach erstmals sein Starren und sah auf seinen Krug hinab. Leer. Seufzend richtete er sich auf und schritt über die Planken auf das Deck der Sunny, um sich weiteren Sake zu holen, und diese Gelegenheit wollte sich Nami nicht entgehen lassen. Sofort wank sie Sanji mit einem strahlend unschuldigen Lächeln zu sich. Nervös? Natürlich sprang der Koch gleich darauf an und sauste zu ihr, als er Robin fertig bedient hatte. »Ja, Nami-Maus, du hast nach mir gerufen?« kam es voller Hoffnung und mit Herzen in den Augen von dem Mann. Nami lächelte nur weiter und deutete auf Trafalgar, der gerade unter Deck Richtung Küche schritt. Verwirrt folgte Sanji ihrem ausgestreckten Finger, und noch mehr Verwirrung, jedoch auch Unsicherheit, machte sich in ihm breit, als er nur Law sah, wie er die Tür hinter sich zuzog. »Bitte unterhalte dich was mit Law«, kam es von der Orangehaarigen mit lieblicher Stimme, ohne dass sie ihre wahren Absichten offenlegte. Noch wirrer sah er zu ihr hinab. »Wieso das?« kam es plötzlich vollkommen aus dem Konzept gebracht von ihm. Noch immer verlor sie nicht ihr breites Grinsen. »Bitte tu es einfach, für mich«, bat sie mit einem perfekt erlernten Hundeblick. Sanji musste hart schlucken, als er dieses Funkeln in ihren Augen bemerkte, und zögerlich nickte er. Nami schlug freudig die Hände zusammen. »Danke dir«, kam es strahlend von ihr, und der Koch tapste langsam und zögerlich Richtung Schiff, um dem Arzt nachzugehen. Schnell hatte er ihn in der Küche vor einem Sakefass gefunden, wie er gerade seinen Krug wieder auffüllte. »Ich auch«, kam es ruhig von dem Blonden, und Law blickte kurz über seine Schulter zu dem Neuankömmling. Stumm nahm er einen weiteren Krug und füllte auch diesen auf. Sanji nahm ihn entgegen, und wortlos stießen sie zusammen an. Law lehnte sich gegen die Küchenzeile, während Sanji nervös von einem Fuß auf den anderen trat. Er konnte es nicht ausstehen, mit Law alleine zu sein. Vor einer Woche hatten sie gegen Caesar gekämpft, und bevor Sanji seinen Körper zurückbekommen hatte, kam es irgendwie zu einem Ereignis zwischen ihm und dem Arzt. »Musst du nicht zurück zu deinem Frauchen?« kam es plötzlich kühl und doch provokant von dem Älteren. Hellhörig schnellte sein Kopf zu Trafalgar. »Wie war das?« knurrte er sofort ungehalten und baute sich mit einer Wutader auf der Stirn vor ihm auf. Law schielte gelassen zu dem Krug in seiner Hand und wieder zu seinem Gesicht. Er verstand ihn nicht. Wieso rannte er jeder Frau hinterher, wenn sie absolut kein Interesse zeigten? »Sag das nochmal«, kam es düster von dem Blondschopf, doch Law hielt inne. Kaum hatte er dies ausgesprochen, stellte Law seinen Krug auf der Küchenzeile ab und packte den Koch grob am Handgelenk, um auch ihm sein Getränk abzunehmen. Bevor Sanji überhaupt reagieren oder Einspruch erheben konnte, wurde er an der Schulter gepackt, umgedreht und auf die Küchenzeile gedonnert. Sanji lag mit dem Oberkörper auf der Arbeitsfläche, als Law auch schon beide Becher Sake auf jeweils einen Handrücken stellte. Perplex starrte der Koch die ersten Sekunden lang nur sprachlos auf seine Hände, auf denen die Sakekrüge balancierten. Würde er sich bewegen, würden sie umkippen.
Wie paralysiert konnte er seinen Blick nicht mehr von seinen Händen nehmen, während sein überfordertes Gehirn irgendwie versuchte, die Situation zu verarbeiten und zu verstehen. Erst als Law sich hinter ihn stellte und sich über ihn hinweg zu seinem Ohr runterbeugte, fand er wieder zur Realität zurück. »Ich sagte, musst du nicht zurück zu deinem Frauchen?«, wiederholte er mit dunkler Stimme dicht an seinem Ohr, dass er seinen heißen Atem auf seiner Haut spüren konnte und sich augenblicklich eine Gänsehaut auf seinem kompletten Körper ausbreitete. Er musste sich zusammenreißen, sich nicht zu schütteln, und schlagartig schoss ihm die Röte ins Gesicht. Was soll denn das?« kam es gereizt mit roten Wangen von dem Koch, während Law noch immer über ihn gebeugt dastand. Eine Zeit lang war es still und keiner der beiden rührte sich. Doch dann fuhr Laws Hand plötzlich unter Sanjis Hemd an seine nackte Brust. Erschrocken schnellte sein Kopf hoch und die Becher begannen gefährlich zu wanken. Seine schlanken Finger fuhren unbeirrt über seine Seite, während Sanjis Gesicht immer roter wurde. Immer wieder öffnete und schloss sich sein Mund, doch es kam einfach kein Ton hinaus. Law leckte einmal den Rand seines Ohres entlang. Seine Zunge war heiß und ein Keuchen kam über seine Lippen, als der Arzt begann, seinen Nackenbereich zu küssen. Er begann zu zittern, doch noch immer stand der Alkohol auf seinen Händen. »Das fragst du noch?« kam es mit einem leicht belustigten Grinsen von Law, als seine Hände begannen, seine Hose aufzuknöpfen. Panisch starrte der Koch nach unten, doch er konnte nur hilflos dabei zusehen, wie auch der letzte Knopf seiner Hose aufgeknöpft wurde. Ohne zu zögern glitt Laws Hand in seine Hose, und zu seiner Überraschung schien seine Berührung ihn nicht kalt gelassen zu haben. Sanjis Herz schlug immer schneller, ihm wurde unglaublich heiß, und seine Nervosität kämpfte mit seinem Charme an der Spitze seiner Gefühle um die Führung. Vor einer Woche hatten sie in Namis Körper eine sehr innige Begegnung gehabt, und seither waren sie nicht noch einmal unter sich gewesen. Zudem hätte der Koch niemals damit gerechnet, dass Law tatsächlich an ihm Interesse hatte und nicht etwa an dem Körper von Nami. Sanjis Blick wurde leicht von Lust benebelt, als Law seine Erektion umfasste und langsam begann, ihn zu stimulieren. Warte, keuchte der Koch mit zittriger Stimme und glühenden Wangen, während er starr nach unten sah und Laws Auf- und Abbewegung mit seinen Augen verfolgte. Mit einem schiefen Grinsen glitt seine zweite Hand auf die gegenüberliegende Seite und massierte ihn. Ab diesem Punkt konnte Sanji ein Stöhnen nicht länger unterdrücken, und beschämt legte er seinen Korb auf der Arbeitswäsche ab und versuchte, sein Gesicht vor Laws Blicken zu verstecken. Der Arzt leckte seine Zeige- und Mittelfinger ab, und binnen Sekunden war er in ihm und hatte durch seine Anatomiekenntnisse den richtigen Punkt gefunden. Erschrocken zuckte der Koch zusammen, sodass die Krüge krachend zu Boden fielen. Law hielt inne und sah zu der Pfütze auf dem Boden, während er sich langsam aus ihm zurückzog. Sanjis Atmung war schwer, sein Blick benebelt, und seine Erregung drückte sich gegen seine Hose. Wütend über sich selbst wandte er sich sofort zu Law um und vereinigte sehnsüchtig seine Lippen mit seinen. Grinsend erwiderte er den Kuss und bat mit seiner Zunge um Einlass, den Sanji ihm sofort gewährte. Hitzig zupften sie an der Kleidung des anderen, bis Sanjis Hose auf dem Boden lag und Law oberkörperfrei gerade seinen Gürtel löste. Der Arzt leckte sich lassiv über die Lippen, als sich der Koch zögerlich zurück über die Arbeitswäsche beugte. Beinahe hätte ihn der Arzt für sein Verhalten gelobt, doch stattdessen positionierte er sich. Somit kam es ein weiteres Mal zu einem Ereignis, und seither spürte der Koch jeden einzelnen Blick von Trafalgar auf sich. Nie wieder konnte er seine intensiven Blicke ausblenden, und somit blieb es auch nicht bei diesem Ereignis. Beschämt mit heißen Wangen trat der Koch nach einer halben Stunde wieder nach draußen, und kaum trafen Namis wissende Blicke auf seine, sah er ruckartig zur Seite. Law trat kurz nach ihm hinaus, und auch seine Blicke trafen sich mit Namis. Grinsend nickte er ihr zu, und kichernd wank sie ab.